Die AFA Hagen, heute Varta, das Zentrum der Batterieproduktion des Konzerns. Hier entwickeln Ingenieure immer leistungsstärkere Batterien. Mit Kriegsbeginn wird Quandts Büro Treffpunkt von hohen Militärs. Der Industrielle beweist ihnen die Effizienz seines Unternehmens. AFA-Spezialisten folgen dem deutschen Vormarsch, lösen technische Probleme direkt hinter der Front. Die Folge? Der Umsatz der AFA steigt rasant. Denn ohne Quandts Batterien läuft nichts mehr beim deutschen Militär. Wir dürfen nicht vergessen, dass die AFA eines der wichtigsten Rüstungsbetriebe im Deutschen Reich war. Sie war damals gleichbedeutend mit Unternehmen wie Friedrich Krupp, mit dem Mannesmann Röhrenwerken, mit Thyssen und anderen Unternehmen. Jede Waffe, die zum Beispiel gegen die Alliierten, gegen England abgefeuert wurde, sei es ein Torpedo, eine Rakete, ein Flugzeug, in jeder dieser Waffe war eine Batterie aus dem Hagener Werk. Es war der Inbegriff der deutschen Kriegsmaschinerie. Die Heeresversuchsanstalt in Peenemünde setzte sich bereits Ende der 30er Jahre mit dem AFA-Werk in Verbindung und gemeinsam mit den Ingenieuren in Peenemünde wurde eine Bordbatterie entwickelt. Das waren 2 kleine Blechkästen und ohne diese Blechkästen hätte die spätere V2, die Vergeltungswaffe 2, nicht funktioniert. Ein gelber Porsche als Dekoration im Hause von Sven Quandt. Ein Abendessen mit Rennfahrern. Es sei jedem selbst überlassen, wie er sein Geld ausgebe, sagt der Millionenerbe. Die einen legten sich gerne an den Strand, er fahre gerne Rallye. Sven Quandt genießt die Freiheit, die ihm sein Erbe beschert. Schließlich sei dieses einst rechtmäßig erworben worden. Dass es teilweise auf Profiten aus der NS-Diktatur beruhen soll, bestreitet er entschieden. Wenn man sich das dann mal ansieht und da wirklich mal genauer reinzieht und wann war das und was war dort, und dann sieht man auch schon, dass der Angriffspunkt sehr, sehr gering ist. Wie kann ich dafür verantwortlich sein? Habe ich da gelebt? Nein. Ich erwarte eigentlich, dass wenn man ein Unternehmen erbt, wenn man Aktien erbt, dass man auch alles damit erbt, was damit zusammenhängt. Man kann nicht nur das Vermögen erben, aber nicht die Schuld und Verpflichtung, die mit dem Vermögen verbunden ist. München, Hauptstaatsarchiv. Hier finden sich Dokumente, die die skrupellosen Geschäftspraktiken des industriellen Quandt belegen. Sein Ziel? Die AFA soll größter Batterieproduzent Europas werden. Laut einem firmeninternen Schreiben soll auch die Ausschaltung des jüdischen Elements aus Industrie und Handel der AFA die Vormachtstellung sichern. Quandt nutzt und beteiligt sich gezielt an Arisierungen von Batteriefirmen in den besetzten Ländern. Doch auch nicht-jüdische Konkurrenten werden seine Opfer. Diese 1949 abgegebene eidesstattliche Erklärung von Fritz Hartmann, des einstigen Gestapo-Chefs von Luxemburg, belegt, für seine Geschäftsinteressen nutzte Günter Quandt auch die Dienste der Gestapo. Wie im Fall Laval. Der luxemburgische Unternehmer Leon Laval weigert sich, die Aktien seiner Batteriefirma an Quandt abzugeben und wird verhaftet. Sein Enkel spricht heute für die Familie. Bei dem, was damals passiert ist, spielten die Quandts eine maßgebliche Rolle. Dabei ging es ihnen um die Übernahme der Aktien und damit unserer Firma. Die Tudor-Batteriefabrik im belgischen Florival. Nach dem deutschen Einmarsch will Günter Quandt hier nicht nur für die AFA produzieren, sondern auch noch Leon Lavals Aktienmehrheit übernehmen. Doch Laval weigert sich, das Unternehmen, das seit 2 Generationen von seiner Familie geführt wird, an Quandt abzugeben. Mit schrecklichen Folgen. Die Fabrik arbeitete ja bereits für die AFA. Sie stand ja bereits unter ihrer Leitung. Die Quandts wollten sich nun das Werk, das noch zur Tudor-Gruppe gehörte, aneignen und in ihr Firmenimperium eingliedern. Mein Großvater, Leon Laval, wehrte sich vehement. Er gab dem Druck nicht nach und da ließ man ihn verhaften.
Leon Laval wird in das Hauptquartier der Gestapo in Luxemburg gebracht. Herr über Leben und Tod ist hier Gestapo-Chef Fritz Hartmann. Er verhört Leon Laval persönlich, fordert von ihm den Verkauf der Aktien an Günter Quandts AFA. Trotz der brutalen Vernehmungen gibt Laval nicht nach. In einem vertraulichen Schreiben wird Günter Quandt schließlich mitgeteilt, dass der Luxemburger Unternehmer nun auf Lebenszeit in ein Konzentrationslager überführt werden soll. Seine Aktien würden erst einmal sichergestellt. Daraufhin meldet Quandt seinen Anspruch auf die Aktien an. Schamlos nutzt die AFA die Situation aus und tritt in Verhandlungen mit einem Häftling ein, den das Konzentrationslager erwartet. Doch auch wenn Lavals Fabrik bereits in Quandts Hände gefallen war und für die AFA Profite erwirtschaftete, an seinen Aktien hält der Luxemburger fest. Und wie durch ein Wunder überlebt er die Haft. Il est clair que ce sont des choses inacceptables. Was damals passierte, kann man nicht akzeptieren. Die Erpressung, der Druck, der ausgeübt wurde, ist mit Worten nicht zu beschreiben. C'est évident. Hauptstaatsarchiv Hannover. Hier finden wir Akten über Günter Quandts Sohn Herbert, seinen engsten Vertrauten. 1940 tritt auch er der NSDAP bei. Herbert Quandt ist nicht nur im Vorstand der AFA, sondern teilt mit seinem Vater zahlreiche Aufgaben. Dabei überlässt der Senior seinem Sohn die Zuständigkeit für das Personal. Herbert Quandt war der Hauptverantwortliche für diesen Geschäftsbereich. Damit ist die Anforderung von Zwangsarbeitern, der Einsatz von Zwangsarbeitern in den verschiedenen Betrieben auch über seinen Tisch gegangen. Auch der Einsatz von KZ-Häftlingen bei der AFA und ihren Zweigwerken wird eng mit der Personalabteilung abgestimmt. Wie für die Pertrix-Fabrik in Berlin. Hier ist Herbert Quandt nicht nur für das Personal zuständig, er ist auch Betriebsdirektor der Firma. Das Werk steht noch immer. Auch hier schuften KZ-Häftlinge für Quandts Batterieproduktion. Die Frauen kommen aus dem Konzentrationslager Ravensbrück. Viele von ihnen sterben an den Giftstoffen, denen sie in Quandts Pertrix ausgesetzt sind. Das war Blei, das war Männige, das war Cadmium, das waren andere Schadstoffe. Und die Menschen diesen lebensbedrohenden Schadstoffen ohne geeignete Schutzkleidung auszuliefern, ist schon ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Barackenlager der Pertrix, 2 Kilometer vom Werk, mitten im Berliner Wohnviertel Schöneweide. Hier waren die Häftlinge untergebracht. Es sind Frauen aus fast ganz Europa, verschleppt und versklavt für die AFA. Die hat sich also nicht auf das Reichsministerium für Bewaffnung und Munition verlassen, sondern hat eigene Mitarbeiter nach Frankreich geschickt, in die Tschechoslowakei geschickt, in den Osten geschickt, um zu sehen, sind da geeignete Arbeitskräfte. Und einige Einträge in schriftlichen Quellen des Personalbüros lesen sich fast wie eine Fleischbeschau. Zähne, Muskulatur, wie waren die jungen Frauen gebaut, halten sie eine schwere körperliche Belastung aus. Und diese Quellen, man muss natürlich immer ein wenig sachlich sein als Historiker, aber als ich die Sachen gelesen habe, kam es mir vor, als wären das Relikte eines Sklavenmarkts.